Nach über 2 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit freue ich mich nun endlich, mein neues, vollständig selbstentwickeltes Laser-Messsystem vorstellen zu können. Präzises Vermessen der Tastenhöhen und Spieltiefe bei Klavieren und Flügeln, hochgenaue Messungen von Regulierungsparametern wie zum Beispiel der Auslösung, kontaktloses Messen von Saitenhöhen mit Anzeige der Abweichung im Mikrometerbereich und das Einmessen ganzer Mensuren wie Saitenlängen und Stegdruck mithilfe 2 per Wi-Fi synchronisierter Geräte sind möglich. Piano Measure Pro heißt mein neues Laser-Messsystem, welches ich auf meiner neu gestalteten Webseite in deutscher und englischer Sprache genau vorstelle. Die erste der 4 Hauptfunktionen ermöglicht es, die Tastenhöhen und Spieltiefen von Klavieren und Flügeln in sehr kurzer Zeit vollständig zu erfassen. Ein Lasersensor wird dazu auf einer Führungsschiene zügig über die gesamte Klaviatur geschoben. Die notwendigen Justierungen aller Tasten können dann komfortabel auf der Werkbank mit speziellen farbkodierten Übersichtstabellen vorgenommen werden. Aber auch ohne PC sind Korrekturen sofort am Instrument möglich. Nach dem Messvorgang zeigt das Gerät bei jeder Taste sofort an, welche Papierscheiben unterlegt werden müssen. Jede zu korrigierende Taste muss dazu nur einmal entnommen werden. Die im Display angezeigten Scheiben werden unterlegt. Die Kontrollmessung des Sensors zeigt, dass die Taste jetzt auf der korrekten Höhe liegt. Die zweite Funktion ermöglicht die präzise Messung von Regulierungsparametern einer Flügelmechanik. Der Sensor misst dazu den Abstand des Hammerkopfes zur Saite und zeigt je nach Entfernung die verschiedenen Regulierungsparameter wie Auslösung oder die Steighöhe an. Auch bei eingebauter Dämpfung sind in vielen Fällen Messungen möglich. Der Sensor misst zwischen den Dämpfern hindurch auf den Hammerkopf. Die Messwerte für die Auslösung, Abnickabstand, Fang und Steighöhe werden direkt im Display angezeigt. Mithilfe einer akustischen Rückmeldung kann die Auslösung direkt im Instrument eingestellt werden. Der Techniker erkennt anhand des Tonhöhenunterschieds, wie weit er noch vom Sollwert entfernt ist. Wenn beide Töne gleich hoch sind, ist die Einstellung korrekt. Die dritte Funktion ermöglicht die präzise Messung der Saitenhöhen. Dazu werden die Führungsschiene und der Sensor über den zu korrigierenden Saiten ausgerichtet. Der Laserspot wird langsam über die 3 Saiten eines Saitenchores gefahren und zeigt direkt an, welche Saiten zu tief liegen und gerichtet werden sollten. Der Spot wird dann einfach auf die zu korrigierende Saite gefahren. Wegen der kontaktlosen Messung werden Änderungen direkt im Display live angezeigt. So kann die Saite sehr schnell und präzise auf die vorgeschriebene Höhe gerichtet werden. Die vierte Funktion ermöglicht es, ganze Mensuren von einem Flügel oder einem Klavier abzunehmen oder Stegdruckmessungen durchzuführen. Dazu werden 2 Geräte über eine eigene Wi-Fi-Verbindung gekoppelt und tauschen ihre Messwerte aus. Auf diese Weise lassen sich Saitenlängen sehr präzise vermessen, indem die jeweiligen Laserspots auf die Messpositionen ausgerichtet werden. Der Messwert wird angezeigt und direkt im Gerät gespeichert. Für die Gesamtlänge der Saite wird das zweite Gerät auf den Anhangstift ausgerichtet und der Messwert ebenfalls gespeichert. Die Führungsschiene liegt auf dem Korpus auf speziellen Gleittellern auf und kann sehr leicht über einer zu messenden Saite platziert werden. Jeder Messwert kann direkt nach der Messung live an eine Excel-Tabelle übertragen werden oder aber man überträgt den gesamten Datensatz der Messreihe auf einmal im Anschluss. Dort können die Daten direkt für Mensuranalysen und Optimierungen genutzt oder als Maßblätter für die Basssaitenfertigung ausgedruckt werden. Auf meiner Webseite gebe ich weitere interessante Einblicke. Beispielsweise konnte ich mein Messsystem auf Einladung des Werkzeugausschusses vom BDK, das ist der Bund Deutscher Klavierbauer, in Görlitz einem breiten Fachpublikum vorstellen. Die Firma August Förster hatte dazu freundlicherweise ein Klavier als Demonstrationsobjekt zur Verfügung gestellt, an dem ich die Funktion Key-Level gezeigt habe, also das Vermessen der Tastenhöhen und der Spieltiefe. Des Weiteren kann auf meiner Webseite das ausführliche Referenzhandbuch mit über 60 Seiten in deutscher und englischer Sprache heruntergeladen werden. Mit zahlreichen detaillierten Farbgrafiken und Abbildungen wird die gesamte Funktionsweise genauestens erklärt. Auch ein persönlicher Bereich, in dem ich Einblicke gebe, wie ich dazu kam, so ein Messsystem zu entwickeln, sowie eine kleine Auswahl meiner anderen selbst entwickelten Vorrichtungen, die ich zum großen Teil auch hier auf YouTube vorgestellt habe, schließen die Webseite ab. Ich freue mich über Kommentare und ein Abo, wenn das Video gefällt. Gerne nehme ich auch Anfragen über das Kontaktformular meiner Webseite entgegen, wenn Interesse an Piano Measure Pro oder an einer meiner anderen Vorrichtungen besteht. Im Folgenden stelle ich nun die 4 Hauptfunktionen nacheinander noch etwas ausführlicher dar. Die Führungsschiene wird auf das Gehäuse gestellt und die Messeinheit aufgesetzt.
Das Gerät wird an der Vorderseite eingeschaltet und versucht anschließend eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung wird kurz geprüft, ob neue Software-Updates zum Download verfügbar sind. Zunächst wird die Führungsschiene so ausgerichtet, dass der Laserspot die Tasten an der korrekten Messposition trifft. Dies wird sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite geprüft. Der Laserspot soll die schwarze Taste idealerweise etwa 5 mm von der vorderen Kante entfernt treffen. Anschließend wird der Sensorarm weit abgesenkt, um die Neigung präzise einzustellen. Der Sensor soll dabei nach Augenmaß parallel zur Tastenebene ausgerichtet werden. Die Neigung der Führungsschiene wird durch Verschieben der hinteren Stütze in der Längsachse justiert. Die andere hintere Stütze wird abschließend leicht bis an den Korpus herangeschoben. Damit ist sichergestellt, dass die Führungsschiene kippelfrei und stabil aufliegt. Die Funktion Key Level wird aus dem Hauptmenü aufgerufen. Zunächst wird das Tastenverhältnis mit der integrierten Messfunktion ermittelt. Eine möglichst gerade Taste wird entnommen und vorne auf die Klaviatur gelegt. Mit dem Laser werden nacheinander die 3 Messpositionen angefahren. Hinten am Auflagepunkt, in der Mitte an der Waagebalkenbohrung und vorne an der Messposition. Der berechnete Wert für das Tastenverhältnis wird übernommen. Dann wird die Höhe der ersten Taste über der Schlossleiste ermittelt. Der Laser erfasst die Höhe des Messblocks und berechnet daraus die tatsächliche Tastenhöhe. Nun wird der Sensor über die gesamte Klaviatur bis zur obersten Taste geschoben, wobei die Bewegung sehr zügig erfolgen kann. Nach dem Stoppen des Sensors wird die Anzahl der weißen Tasten und der mittlere Abstand angezeigt. Auch die Höhe der letzten Taste über der Schlossleiste wird ermittelt. Aus den Messdaten wird eine Regressionsgerade oder eine Parabel als Referenzkurve berechnet. Die Höhe dieser Kurve links und rechts über der Schlossleiste wird angezeigt. Hier wird die Referenzkurve auf exakt 20 mm festgelegt und die vorhandene Neigung, also der Tilt, entfernt. Unten im Diagramm sieht man die neue Referenzkurve als gerade blaue Linie. Das Messgerät wird gedreht, um die Höhe der schwarzen Tasten zu messen. Dazu positioniert man den Laserspot mittig auf der obersten Taste. Nachdem dies mit der Infrarot-Fernbedienung mit der Taste OK bestätigt wurde, wird der Sensor nach unten über die gesamte Klaviatur geschoben und vermisst nun die schwarzen Tasten mit einer Messfrequenz von etwa 200 Messungen pro Sekunde. Wenn der Sensor die letzte Taste erreicht, wird automatisch wieder eine Referenzkurve für die schwarzen Tasten errechnet und die mittlere Höhe über den weißen Tasten angezeigt. Auch hier kann der Techniker ebenfalls wieder nachjustieren. Die neue Referenzhöhe wird auf genau 12 mm festgelegt. Das Gerät wird wieder gedreht, um im Folgenden die Spieltiefe der weißen Tasten zu messen. Man beginnt wieder mittig auf der ersten Taste und startet den Messvorgang mit der Infrarot-Fernbedienung. Für die Messung des Tastentiefgangs verwende ich meinen selbstentwickelten Gewichtsrechen. Mit diesem werden die Tasten gruppenweise mit definierten Gewichten der Messingzylinder gleichzeitig niedergedrückt. Dies gewährleistet eine hohe Präzision. Alternativ können die Tasten auch in Dreiergruppen mit den Fingern ganz vorne betätigt werden, während der Sensor darüber fährt. In diesem Fall ist ein möglichst gleichmäßiger Druck entscheidend. Die Spieltiefe wird durch Druckscheiben aus festem Filz begrenzt. Diese geben je nach Härte dem Fingerdruck nach und lassen sich mehr oder weniger stark komprimieren, was sich wieder direkt auf die Messung der Spieltiefe auswirkt. Auch hier wird zur präzisen Erfassung ein Mittelwert gebildet, bei den weißen Tasten im Bereich von ± 8 mm vom Zentrum. Diese Mittelwertbildung gewährleistet die Nivellierung der Klaviatur, auch wenn einzelne Tasten leicht schief stehen oder die Oberfläche uneben ist. Die Spieltiefe beträgt hier im Mittel 10,7 mm. Der Sensor wird noch ein letztes Mal gedreht für die Messung der Spieltiefe der schwarzen Tasten. Man beginnt wieder bei der obersten Taste und schiebt den Sensor wieder nach unten, diesmal über die gedrückten schwarzen Tasten. Auch hier kann man den Gewichtsrechen verwenden. Dieser wird im hinteren Bereich der schwarzen Tasten aufgesetzt. In diesem Beispiel werden die Tasten von Hand gleichmäßig betätigt. Sobald der Sensor die letzte Taste erfasst, wird der Messvorgang automatisch beendet. Anschließend wird die Referenzkurve für den Tastentiefgang der schwarzen Tasten errechnet und die Kennwerte wie Durchschnittswert oder Neigung angezeigt. Der Techniker kann anschließend ebenfalls die Werte an seine Vorgaben und Bedürfnisse anpassen. Die Messreihe ist damit abgeschlossen und wird im Gerät fest gespeichert. Der komplette Datensatz ist via Wi-Fi verfügbar und kann in ein Excel-Datenblatt zur weiteren Analyse eingelesen werden. Hier die Messungen eines August-Förster-Flügels als Auszug aus meiner Bedienungsanleitung. Auf Grundlage der Messdaten gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, die Tastenhöhen und die Spieltiefe zu korrigieren. Die erste Möglichkeit ist die Korrektur direkt am Instrument, Taste für Taste, und wird im Folgenden an diesem Yamaha-Klavier kurz gezeigt. Die Messwerte des gespeicherten Datensatzes können abgerufen und für jede Taste angezeigt werden. Der Positionsgeber weiß immer genau, über welcher Taste sich der Sensor gerade befindet und zeigt die Messwerte an. Durch Verschieben der Messeinheit von Ton zu Ton wird direkt angezeigt, welche Scheibenkombination unterlegt oder entfernt werden muss.
Am Ton G3 wird beispielsweise angezeigt, dass die Taste 0,5 mm zu tief liegt, um exakt auf der zuvor festgelegten Referenzgeraden zu liegen. Es wurde ja festgelegt, dass alle Tasten genau 20 mm über der Schlossleiste stehen sollen. Die vorgeschlagene Scheibenkombination zeigt an, dass 2 Scheiben unterlegt werden müssen. Einmal 0,42 mm und einmal 0,08 mm. Durch diese Korrektur liegt die Taste anschließend exakt auf der Sollhöhe. Die Taste wird zurückgesetzt und die durchgeführte Korrektur sofort mit dem Messgerät überprüft. Wie man hier sieht, zeigt das Gerät nur noch eine ganz geringe Restabweichung von 0,01 bis 0,02 mm an. Als nächstes wird die Taste G5 korrigiert. Der Techniker bekommt sofort angezeigt, dass 2 Scheiben unterlegt werden müssen. Die Taste ist insgesamt 0,68 mm zu tief. Der Sensor wird zur Seite geschoben, damit die Taste entnommen werden kann. Eine blaue Scheibe mit 0,25 mm und eine graue mit 0,42 mm Stärke werden hier jetzt unterlegt. Die Taste wird gut angedrückt und der Laserspot wieder zurück auf die gerade korrigierte Taste bewegt. Auch hier haben wir mit einer einmaligen Korrektur unser Ziel sofort erreicht. Die zweite Möglichkeit ist für umfangreichere Anpassungen geeignet. Sämtliche Tasten können entnommen werden und die Korrekturen werden mithilfe einer Übersichtstabelle vorgenommen. Diese Tabelle visualisiert die benötigten Papierscheiben für jeden Ton farblich. Die farbkodierten Tabellen werden direkt in der Excel-Arbeitsmappe generiert und können als Screenshot auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Damit dienen sie in der Werkstatt als direkte Vorlage, welche Scheiben unter welche Taste gehören. Ein großer Vorteil bei Flügeln ist es, dass keine Bleigewichte an die Fänger der Tasten aufgesteckt werden müssen und die Tastenhöhen und Spieltiefen direkt bei aufgeschraubter Mechanik, also unter realen Bedingungen, gemessen werden. Dadurch erreicht man eine höhere Präzision und hat zudem einen enormen Geschwindigkeitsvorteil. Die Vorgehensweise zur Aufnahme der Messreihe bei einem Flügel ist exakt die gleiche, wie sie bereits zuvor am Klavier beschrieben wurde. Hier wird nun wieder die absolute Höhe der Taste über der Vorsatzleiste bestimmt und dann der Sensor zügig über die Klaviatur bis zur obersten Taste geschoben. Bei diesem Bösendorfer Konzertflügel befinden sich ganz links noch 3 weitere Zusatztasten, die ebenfalls gemessen werden können. Insgesamt hat dieses Instrument 54 weiße Tasten. Die Tonskala reicht von F0 bis zum C8. Hier sieht man, dass die mittlere Höhe der berechneten Ausgleichsgeraden bei 18 mm über der Schlossleiste liegt. Der Sensor wird wieder gedreht, um auf Höhe der schwarzen Tasten zu kommen. Nach Bestätigung mit OK auf der Infrarot-Fernbedienung wird das Messgerät wieder nach unten über die schwarzen Tasten geschoben. Bei der ersten Taste angekommen, werden automatisch die mittlere Höhe der schwarzen über den weißen Tasten sowie die Neigung dieser Referenzgeraden angezeigt. Hier wird der Messvorgang beendet und die Messwerte gespeichert. Um nun die farbkodierten Übersichtstabellen zu erzeugen, müssen die Daten zunächst in die Excel-Tabelle übertragen werden. Die Messwerte werden in verschiedenen Diagrammen und Auswertungen angezeigt. Damit bekommt man einen schönen Überblick, wie stark die Klaviatur korrigiert werden muss. Hier werden beispielsweise die schon umgerechneten Abweichungen angezeigt, also nicht die tatsächlichen Messwerte vorne an der Taste, sondern die benötigten Korrekturen direkt am Waagebalken. Nun können ebenfalls mit nur einem Klick die farbkodierten Übersichtstabellen erstellt werden, die man per Screenshot auf dem Smartphone mit in die Werkstatt nehmen kann. Die Stärken der Waagebalkenscheiben und der Vorderdruckscheiben können individuell festgelegt werden. Dies kann hier direkt in der Tabelle oder im Settingsmenü des Messgeräts geschehen. Die Mechanik wird abgenommen und sämtliche Tasten aus dem Klaviaturrahmen entfernt. Die Waagebalkenfilze und Druckscheiben werden abgenommen und vor den Stiften platziert. Wenn man noch ungeübt ist, sollte man lieber immer nur die Tasten eine Oktave komplett herausnehmen und sich so Oktave für Oktave durcharbeiten. Jetzt lassen sich sehr komfortabel sämtliche benötigte Papierscheiben für die korrekte Tastenhöhe und Spieltiefe für jede Taste hinzufügen. Dieser Arbeitsschritt ist jetzt viel angenehmer, als auf dem Fußboden mit einem langen Lineal zu arbeiten. Sind alle Scheiben unterlegt, werden die Filze wieder auf die Stifte gesteckt und die Tasten wieder eingesetzt und die Mechanik wieder mit der Klaviatur verschraubt. Der Sensor wird so weit schräg gestellt, dass der Laserspot den Scheitel des Hammerkopfes sowohl in Ruhelage als auch in Anschlagsposition genau mittig trifft. Der Hammerkopf bewegt sich ja nicht genau linear nach oben, sondern entlang einer Kreisbahn. Der Vorteil der Schrägstellung ist, dass alle Regulierungsparameter sofort hintereinander angezeigt werden können, sowohl die Auslösung als auch die Steighöhe. Am einfachsten lässt sich der Abstand des Hammerkopfes zur Seite natürlich bei ausgebauter Dämpfung messen. Aber auch bei eingebauter Dämpfung ist es in vielen Fällen möglich, die Messung durchzuführen.
In einer früheren Version war der Sensorarm rechteckig und konnte nicht gedreht werden. Da war es aufgrund der Seitenschräge nahezu unmöglich, zwischen den Dämpfern hindurch den Hammerkopf zu messen. Hier wird jetzt der Sensor genau parallel zur Seite ausgerichtet und der Laser misst den Hammerkopf genau zwischen den Dämpfern. Natürlich muss die Klaviatur dafür nach rechts verschoben werden, entweder mit dem Pedal oder mit einem Keil zwischen Anschlag links und Mechanik. Hier beträgt die Auslösung im englischen Let-Off genau 3,5 mm, der Fang um die 12 mm und die Steighöhe 53,5 mm, im Englischen als Blow bezeichnet. Der Sensor wird in den Bassbereich geschoben und wieder genau parallel zu den Saiten ausgerichtet. Die Schrägstellung des Sensors braucht nicht erneut nachjustiert werden, sie gilt für den gesamten Tonumfang. Im Folgenden wird demonstriert, wie sich die Auslösung und die Steighöhe mit Hilfe der akustischen Rückmeldung der durchgeführten Korrekturen präzise einstellen lassen. Beim Einstellen der Auslösung ist der Blick des Technikers hier auf die Mechanik gerichtet. Er sieht also nicht, welcher Wert auf dem Display angezeigt wird. Daher gibt das Gerät eine Tonfolge aus 2 Tönen aus. Der erste Ton ist immer gleich hoch, der zweite Ton ist entweder tiefer oder höher, je nach Abweichung zum gewünschten Sollwert. Haben beide Töne die gleiche Frequenz, stimmt der eingestellte Wert mit dem Sollwert genau überein. Auch für die Einstellung der Steighöhe gibt es eine akustische Rückmeldung. Diese wird mit der Raute-Taste auf der Infrarot-Fernbedienung aktiviert. So macht das Einstellen von Auslösung und Steighöhe großen Spaß, weil es so schnell und präzise funktioniert. Der Sensor wird nach oben geschoben und erfasst alle Hammerköpfe bis weit hinauf in den Diskant. Hier wird wieder die Auslösung gemessen und beträgt hier genau 2,4 mm. Der Seitendurchmesser wird angepasst. Dies ist notwendig, damit die Referenz, nämlich die Unterkante der Saite, vom System korrekt berechnet werden kann. Der Sensor misst dazu die Oberkante der Saite von oben und korrigiert diesen Wert um den eingestellten Seitendurchmesser nach unten. Im obersten Diskant muss der Sensor bei Flügeln mit einem Capodaster in den meisten Fällen gerade stehen. Der Platz für die Schrägstellung reicht hier nicht aus. Es werden dann einfach Auslösung und Steighöhe getrennt voneinander gemessen. Die Führungsschiene wird dazu leicht nach vorne oder hinten versetzt, bis der Laserspot den Hammer korrekt mittig am Scheitel trifft. Um die Seitenhöhen zu vermessen, wird die Führungsschiene auf dem Flügelgehäuse aufgesetzt. Die Stützen werden dabei so verschoben, dass die Schiene genau waagerecht über der Seitenebene ist und kippelfrei aufliegt. Hier ist sie etwas tiefer als auf der rechten Seite. Der Sensor 1 mit einem Messbereich von 50 mm kommt hier zum Einsatz. Der Sensorarm wird so weit gesenkt, dass der Laser genau im Messbereich ist und außerdem parallel zu den Saiten steht. Um nun die Seitenhöhen zu messen, wird der Sensor langsam über die 3 Saiten bewegt, ohne dass man Druck auf die Führungsschiene ausübt. Die Funktion String Level wird aufgerufen und die ersten Messungen durchgeführt. Beim ersten Chor ist alles gut, was mit 3 grünen Strichen symbolisiert wird. Die höchste Saite dient prinzipiell als Referenz und wird als grüner Strich dargestellt. Wenn eine Saite tiefer liegt als die Referenz, wird dies durch einen weißen Balken angezeigt, der je nach Abweichung länger oder kürzer ist. Hier sind die linken beiden Saiten etwas zu tief. Die Werte werden hier in Mikrometer angezeigt. Wichtig ist, den Sensor langsam und gleichmäßig, ohne anzuhalten, in einem Durchgang über den Seitenchor zu schieben. Sobald der Sensor stoppt, wird das Messergebnis im Display grafisch angezeigt. Die rechte Seite ist 0,216 mm zu tief, was 216 Mikrometer entspricht. Zum Korrigieren der Saite wird der Laserspot genau auf diese Seite platziert und dann per Live-Messung die Saite so lange gerichtet, bis der kleine seitliche gelbe Strich in etwa die gleiche Länge hat wie der weiße Balken. Nach erneuter Kontrollmessung sieht man jetzt, dass die Saite die korrekte Höhe aufweist, wie die beiden anderen Saiten daneben. Die hier noch angezeigten 24 Mikrometer entsprechen 0,024 mm und sind noch im Toleranzbereich.
Zum Messen der Saitenlängen und Stegdruck reicht bei Klavieren und kurzen Flügeln in der Regel eine einfache Schiene aus. Bei längeren Flügeln wird eine zweite Schiene auf die erste aufgesetzt und gekoppelt. Diese beiden Schienen lassen sich dann sehr weit ausziehen, sodass auch die sehr langen Saiten in einem Konzertflügel, wie dem Bösendorfer Imperial beispielsweise, gemessen werden können. Die kurzen Schienen mit den 4 Stützen werden abgenommen, sie werden hier nicht benötigt. Zum Ausziehen reicht es, die Rändelschraube an der einen Seite zu lösen. Auf der anderen Seite werden die Schienen durch einen straff sitzenden Nutenstein zusammengehalten. Die Führungsschiene wird nun vorne und hinten auf speziellen Auflagetellern aufgelegt. Diese haben einen kleinen Pin, der in die untere Führungsnut der Schiene greift. Sie sind zudem mit einem weichen Filz ausgekleidet, um die Gehäuseoberfläche nicht zu beschädigen. So kann die Schiene sehr schnell und einfach über der zu messenden Seite ausgerichtet werden. Zum Messen der Saitenlängen kommen 2 Messgeräte zum Einsatz. Diese werden beide auf die Führungsschiene aufgesetzt und über eine interne Wi-Fi-Verbindung gekoppelt. Das vordere Gerät dient in der Regel als Hilfsgerät, auch als Client bezeichnet. Das Mastergerät wird im hinteren Bereich am Ende der Seite verwendet und nimmt Benutzereingaben entgegen. Auf Wunsch kann es aber auch die Messwerte live an eine Excel-Tabelle über eine Wi-Fi-Verbindung senden. Auf beiden Geräten wird die Funktion Scale Design gestartet. Drückt man die Taste OK, werden automatisch beide Geräte im jeweiligen Modus Client oder Master initialisiert. Der Client wartet, bis alle Setup-Einstellungen wie Saitenanzahl im Bass oder Offset-Werte im Master getätigt wurden. Nach dem Speichern in einem der 9 verfügbaren Speicherslots werden beide Geräte in der Startposition gekoppelt. Der Offset Nummer 2, der hier ausgewählt wird, berücksichtigt die Entfernung der beiden Laserspots, wenn beide Geräte direkt nebeneinander stehen, aber auf unterschiedlichen Schienen. Auf beiden Geräten wird die aktuelle Entfernung der beiden Laserspots in Echtzeit angezeigt. Auf dem Client wird zusätzlich noch die Distanz des Lasersensors angezeigt, falls der Sensor im Messbereich ist. Die Entfernungsmessung ist nur von Bedeutung bei der Messung des Stegdrucks. Für die Längenmessungen der Saiten werden die Laserspots lediglich zum Positionieren der Messgeräte auf den Messpunkten verwendet. Hier werden beide Geräte genau auf einer Seite ausgerichtet. Der Client zeigt auf die Agraffe, und zwar auf die vordere Kante, was dem vorderen Begrenzungspunkt der Seite entspricht. Der Spot kann sehr feinfühlig auch nur von einer Person platziert werden, indem die Führungsschiene nach vorne oder hinten leicht verschoben wird. Das hintere Mastergerät wird nun entlang der Führungsschiene verschoben, bis der Spot genau auf den klangseitigen Stegstift zeigt, und zwar genau an der vorderen Kante. Damit sind beide Geräte exakt platziert und der Messwert für die klingende Länge kann direkt im Gerät gespeichert werden. Für die Gesamtlänge von der Agraffe bis zum Anhangstift wird der Master nach hinten geschoben, sodass dessen Laserspot genau auf den Anhangstift zeigt. Der Messwert wird wieder gespeichert. Falls man unterbrechen muss oder ein Gerät aufgrund niedrigen Akkustandes ausschaltet, sind alle bisher gemessenen Werte gespeichert und es kann später genau an der Unterbrechung weitergearbeitet werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie die klingenden Längen in der Mittellage und im Diskant gemessen werden. Hier reicht es aus, nur eine der 3 Saiten zu messen, da diese in der Regel alle gleich lang sind. Zunächst wird zum entsprechenden Ton navigiert mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Der Client wird wieder genau auf die Agraffe ausgerichtet. Am einfachsten ist es, den Spot zunächst genau auf der Agraffe zu positionieren und dann die Schiene langsam so weit zurückzuziehen, bis der Spot gerade abfällt. Beim Stegstift macht man es genauso, also zunächst den Spot direkt auf den Stegstift und dann den Sensor so weit verschieben, bis der Spot abfällt. Dann hat man genau den Punkt, den man haben möchte. So können Ton für Ton sehr zügig die klingenden Längen gemessen werden. Man kann die Werte auch live an eine Excel-Tabelle während der Messungen übertragen. Diese werden dann in einem Diagramm angezeigt. Alternativ können sämtliche Messwerte am Ende in einem Rutsch zur Excel übertragen werden. Dort können sie weiterverarbeitet werden, um beispielsweise Maßblätter für die Bassseitenherstellung zu erstellen oder um die Mensur zu analysieren bzw. zu optimieren. Wie man hier sieht, ist es problemlos möglich, die gesamte Mensur ohne Hilfsperson abzunehmen. Die Positionierung des vorderen Messgeräts erfolgt allein über die Führungsschiene, die vom Techniker verschoben wird. Natürlich wäre es auch möglich, die Schiene direkt auf den Korpus aufzulegen, wenn man ein weiches Tuch zwischenlegt. Abschließend wird noch gezeigt, wie die Länge im Kapodasterbereich gemessen werden kann. Hier kann ja der Laserspot nicht auf die Seitenbegrenzung platziert werden, weil der Kapodaster im Weg ist. Hier bedient man sich einer kleinen Hilfslehre, die vorne eine Phase hat und direkt an die Silie herangeschoben wird.
Der Laser wird dann auf einen bestimmten Punkt auf der Leere ausgerichtet. Der Messwert wird dann über einen zuvor festgelegten Offset korrigiert. Die genaue Vorgehensweise ist in meinem Referenzhandbuch in deutscher und englischer Sprache genauestens erklärt. An dem kleinen Pluszeichen neben dem S ist erkennbar, dass ein Offset addiert wurde. Der Offset wird nur im Bereich Treble Capo berücksichtigt. Für den Bereich, in dem die Dämpfer eingebaut sind, wird die lange Hilfslehre verwendet. Diese kann einfach unter dem Dämpfer hindurch bis an die Silie geschoben werden. Der Laserspot wird anschließend auf einen der beiden Messpunkte auf der Leere ausgerichtet. So können die klingenden Längen auch bei eingebauter Dämpfung bequem gemessen werden. Für den Bereich ohne Dämpfer nimmt man eine kürzere Leere. Diese ist 50 mm lang und kann bis zur obersten Seite verwendet werden. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.